Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, im letzten Video habe ich ja darüber gesprochen, über Farbmischungen und wie man verschiedene Farbwerte und Farbwärme hinbekommt. Und da habe ich diesen Kasten genutzt von Victoria, den ich zusammen mit Victoria zusammengestellt habe von VH Aquarell. Und mit diesem Kasten arbeite ich auch im heutigen Video und ich möchte gerne meinen Farbteller dazu nutzen. Da sind noch die wunderschönen Farbmischungen drauf und möchte die gerne ein wenig wegarbeiten. Und ich nutze mein neues Aquarellpapier, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, von Hannemühle, dieses Watercolor Joy. Für Karten wird das mein neues Papier werden. Ich verbrauche hier jetzt noch mein Aquapad, das ist nicht mehr viel, das werde ich natürlich noch nutzen, aber dann werde ich umsteigen auf dieses Papier, denn das gefällt mir deutlich besser, muss ich sagen. Und da habe ich mal wieder eine Karte in Auftrag. Ich mache momentan nur Auftragsarbeit. Und zwar war gewünscht, eine Karte zu haben, wo mit Sektgläsern angestoßen wird. Ich habe das hier schon mal skizziert, ja. Und ich habe zwei Ideen. Ich zeige euch die kurz. Wie ich schon im letzten Video erzählt habe, ich suche mir Ideen, schaue mir die Bilder an und mache sie dann aus und versuche, das Ganze aus meiner Erinnerung zu malen, um nicht genau zu kopieren. Und genauso werde ich es hier machen. Ich werde eine Mischung machen aus diesem Bild, das gefiel mir ziemlich gut, ja, und diesem Bild. Und ich werde die beiden irgendwie versuchen umzusetzen auf meinen beiden Bilderchen, die ich hier habe. Dies eine hier, da möchte ich ganz gerne mit das Glas erstmal mit Masking Fluid, also diesen Rand, sozusagen konservieren, dass da keine Farbe hinkommt. Und dazu habe ich mir hier schon eine kleine Spritze aufgezogen. Ich hoffe, das funktioniert mal. Letztes Mal hat es nicht geklappt mit dem Pinsel, ist das ein bisschen grob. Ich hoffe, dies funktioniert ein bisschen besser. Ein bisschen Masking Fluid hier drin und werde jetzt erstmal hier die Ränder nachziehen, damit das schon mal trocknen kann, während ich mich dann um das andere kümmere. Ja, also hier gehe ich jetzt einmal, halt, das Wichtigste fehlt, meine Brille. So, da ist sie wieder. Also, mal schauen, wie das funktioniert mit der Spritze hier. Immer ein leichter Druck. Oh, das klappt richtig gut. Sehr schön. War hier was Zähes drin? Okay, das geht erstmal zur Seite. Lasse ich erstmal trocknen. Bei diesem Bild werde ich ein paar Sachen machen, weil es mir dann leichter fällt mit dem Malen. Ich meine, dass hier unten so ein Lichtding jeweils drin war. Und am Stiel ganz dünn, um dieses Glas nachher, diese Leichtigkeit vom Glas darzustellen. No? Ja, gut. Ja, das klappt mit dieser Spritze ja schon mal richtig cool, muss ich sagen. Viel besser als mit dem Pinsel. Einer von euch hatte mir auch den Tipp drunter geschrieben mit einem Strohhalm, diese dünnen Strohhalme von früher. Diese richtigen Strohhalme, das in das Masking Fluid zu tunken und die Kapillarwirkung lässt das in diesen Strohhalm hineinsaugen und somit dann auch
wieder abgeben, ganz dünn. Ja, ich werde das mal eben sauber machen. Kleinen Moment bitte. So, das bisschen Masking Fluid, was hier drauf ist, ist jetzt trocken. Und ich blende euch noch mal kurz das Bild hier links ein, welches ich als Referenzpunkt genommen habe. Ich mache das jetzt aus meiner Erinnerung. In meiner Erinnerung sind da so Blubberperlen drin in dem Bild. Und das möchte ich auch machen. Und das mache ich hier mit meiner Schablone. Solltet ihr die nicht haben, könnt ihr das natürlich zum Beispiel mit einem Wattestäbchen machen oder mit einem ganz feinen kleinen Pinsel. So, da ich das nicht möchte, dass diese Blubberperlen nachher sich wieder verwaschen, mache ich die mit den Stempelfarben, die ich habe, die wasserfest sind. Und zwar schaue ich doch mal. Ich fange mal mit so einem frischen Grünton an. Ich mache das ein bisschen regenbogenmäßiger. Ich weiß, die Farben waren da jetzt nicht so ganz regenbogentechnisch, aber und ich mache die, glaube ich, unterschiedlich. Hier oben ein bisschen grün. Ich gucke mal. Ich mache einfach mal. Keine Ahnung. So, ich habe hier so Fingerlinge und die Stempelkissen und möchte jetzt hier aus diesem Glas heraus so ein paar Perlen nach unten machen und die mache ich versetzt und in mehreren Farben und ich versuche hier die kleineren Löcher aus meiner Schablone zu nehmen und gehe hier auch ruhig in das Glas hinein. Ja, das sieht doch schon mal voll cool aus. Bei dem Glas mache ich es nur hier unten drin so ein bisschen in grün. Und vielleicht hier so ein paar, die hier am Stiel runterkleckern. Gut, grün. Dann wollte ich auf jeden Fall dieses schöne Lachsfarben haben. Hier oben soll noch ein Schriftzug hin, also da muss nicht ganz so viel dann passieren. Okay, mal gucken hier. Und dann gehe ich hier nochmal in diesen hinein. So, das soll mir reichen. Und nun schnappe ich mir hier meine schöne Farbpalette und setze mir auf den Glasrand, den muss ich noch ein bisschen wegradieren, das habe ich wieder vergessen. Dass ihr mich aber auch nie erinnert daran, dass ich das ein bisschen wegmache. Das soll man ja nicht sehen, ne? Da unten, ja, so ein bisschen. Nicht abgehen. Rubbelkrepp, noch nicht abgehen. Du musst dann noch bleiben. So. Und zwar nehme ich jetzt wieder mal meine Fumui-Pinsel. Die haben ja eine richtig schöne Spitze. Und ich nehme ein bisschen, diesen hier, der ist richtig geil. Und ich nehme jetzt ein bisschen Farbe. Und zwar oben hin heller, unten ein bisschen dunkler. Ich setze hier jetzt auf die Kante von dem Glas ein bisschen Farbe. Nochmal eine andere. Bläulichen Farbton.
Und dann nehme ich ein bisschen, ja, ich komme noch mal hier in meinen Kasten hinein, nehme ein bisschen pigmentierteren Farbton, setze den hier auch noch mal dran. Und gehe jetzt mit klarem Wasser daran. Ich glaube, es ist schon zu spät, es ist schon zu trocken. Ja, dieses Papier ist irre, das zieht wirklich Wahnsinn. Ja, hier kann ich es noch so ein bisschen verziehen. Und dadurch, dass ich die Punkte wasserfest habe, verlaufen die nicht. Das ist das Schöne jetzt hier. Und ziehe jetzt hier so eine ganz leichte so, dann war das Wasser hier so ein bisschen, dann war der Sekt so ein bisschen geplütschert. Das mache ich jetzt mal hier so. Ich lasse da ruhig ein bisschen weiß stehen. Und dann war der hier so am Hochschwappen, glaube ich. Hier unten möchte ich es noch mal ein bisschen kräftiger haben, ein bisschen dunkler. Hoch, mein Pinsel. Die Farben. Hier verziehe ich das noch mal ein bisschen, nicht so dicker. Ich liebe diese Farben. Ich liebe diese Farben tatsächlich, die ich hier zusammengemischt habe. Und sie sind aus 5 Farben entstanden, aus diesem Kasten. Na? Ja, wenn dieses Video online kommt, habt ihr das andere Video schon gesehen. Das sind die Farben dazu. Bonbonfarben. Sind die nicht wunderbar? Also ein Träumchen. So. Ich glaube, hier unten mache ich noch mal mehr bisschen kräftiges Magenta hinein. Ich meine, das mich zu erinnern, da war es ein bisschen dunkler, ein bisschen tiefer im Glas. Also das Papier ist toll. Ich kann euch das nur empfehlen. Das macht richtig Spaß, mit diesem Papier hier zu arbeiten. Also ein bisschen kräftiger wirkt es besser. Okay, und da war unten noch im Untergrund ein bisschen Gewusel. Das mache ich hier auch. Ja. So, ich habe hier so einen ganz hellen Farbton. Den mache ich mir mal ganz hell.
und gehe damit hier noch mal so ein bisschen in die Gläser hinein. Aber schon fast zu dunkel, noch mal ein bisschen wegnehmen. Okay, das lasse ich erstmal trocknen. Das gefällt mir schon richtig gut, farbenfroh, bunt. Schau mal, ich schaue mir gleich noch mal, ich lege das mal hier hin, blende euch jetzt noch mal das Bild ein. Mein Präferenzbild, was ich nur im Kopf hatte, denn wie gesagt, ich sage es, ich habe es euch im letzten Video gesagt, versucht die Sachen aus dem Kopf zu malen. Ne? Das ist jetzt das, was ich gemacht habe und ich habe es nicht kopiert. Ich hatte eine Idee, habe das auf meine Art und Weise umgesetzt, aber es ist nicht komplett kopiert und ich finde, die sind auch super geworden. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. So, jetzt gucke ich mal eben, was haben wir hier? Ist das schon trocken? Noch nicht ganz. Dann lassen wir es doch mal kurz trocknen. Ein kleines Momentchen. So, die zweite Karte. Hier zeige ich euch jetzt noch mal das Bild, was ich im Kopf habe. Es war sehr bonbonfarbig und woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf jeden Fall diese Schräge von der Füllung beachten muss. Und jetzt gehe ich wieder zurück, mache euch vielleicht mal ein bisschen größer auch. Mal gucken, damit ihr das so mitbekommt, was ich da so male. Ja, also wir müssen auf jeden Fall hier unten ein bisschen dunkler sein. Da sind so die Schatten von den Gläsern und der Rest, den mache ich jetzt vielleicht einfach mal, schon mal einfach ein bisschen nass. So, und den Hintergrund, das Geplätschere hier mit ein paar weißen Lücken. So, dass es gleich läuft. Und auch hier drin. So, ich mal gucken, hier ist so eine Schräge. Und wenn man das anstößt, dann sind die so ein bisschen schräger. Genau, so, ich gucke mal, ich weiß noch nicht, wie es wird. So, da oben kommt wieder ein Schriftzug hin, da kann dann so ein bisschen was raussprudeln, das ist okay. So, und jetzt setze ich hier einfach erstmal meine Farben rein, die ich noch habe. Hier von meinem Teller. Ich möchte den ganz gerne so ein bisschen wegarbeiten. So, und ich fange mal an und gehe hier außen rum. Lass das so ein bisschen mit dem Rosa hier überall schon mal laufen. So, auch hier im Glas. Okay, dann nehme ich mal ein bisschen zur Not auch noch mal hier ein Magentafarben, ein bisschen dunkler. Ich packe euch mal den Kasten hier mit hin, wenn wir das sehen. Ich dann da nehme, mal schauen. Also noch mal hier ein bisschen Magenta aus dem Kasten, lasse das hier so laufen. Hier auch. Könnte vielleicht schon ein bisschen zu viel gewesen sein. Mal schauen. Ein bisschen was wegnehmen. Das finde ich eigentlich ganz gut da. So, dann haben wir noch mal so ein bisschen lila Ton. Mal so ein bisschen in Streifen hier rein. Okay, dann machen wir hier mit weißen Lichtpunkten.
Oh, das finde ich cool. Das lasse ich mal so. Das ist jetzt ein Zufall, aber das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und wiederhole ich die Farbe hier noch mal. So, wie das läuft, das ist sehr, sehr nice, muss ich gerade feststellen. Ich lasse das ein bisschen laufen. So, ich möchte noch mal gerne ein bisschen was lila-bläuliches so ein bisschen reinhaben hier. Ah, die Dunkelheit hier unten, ja, sehr gut. Das finde ich ziemlich cool. Schon mal. Und ich glaube, ich meine, da waren noch Spritzer drauf. Ich würde jetzt tatsächlich mich noch mal wieder an Spritzen wagen. Das ist ja immer so eine Sache bei mir. Ne? Da muss noch ein bisschen Farbe drauf. Ja. Ah, es funktioniert. Sehr schön. Und es fällt mir gerade ein, ne? Ich habe doch die wunderbaren Metallic-Farben. Wo habe ich sie denn? Die Metallic-Farben von Victoria. Und da können wir doch auf jeden Fall noch mal ein bisschen Pep reinbringen. Jetzt muss ich nur mal eben schauen, mit welcher Farbe. Könnte ich ja hier auch noch machen, ne? Bei dem. Das wäre ja auch noch ganz cool. Also die zwei finde ich auch schon mal super, muss ich sagen. So. Metallic Schimmer. Ich finde, die sind gut. Violett-Grün. Es ist gar kein Grün drin. Nehme ich den? Ja, ich nehme den. Oder nehme ich das Blau-Rosa? Das Blau-Rosa ist noch ein bisschen schöner. Blau-Rosa. Das ist eine Kamelienfarbe. Je nachdem, wie man schaut, schimmert die in Blau oder in Rosa. Und ich werde diese Farbe jetzt hier noch ein bisschen in den Sektglas auf jeden Fall teilen. Und auch noch spritzen. Ruhig da oben hin. So, das lasse ich schon mal trocknen. Das wird gleich noch ganz anders, wenn es trocken ist. Müssen wir mal ein Momentchen hier warten. Das lege ich mal zur Seite. So, und hier nutze ich diesen Schimmer auch gleich noch mal, um hier die Tiefe reinzubringen. Noch mal so ein bisschen Glitzerfarbe. Sehr schön.
Mhm. Und ich glaube, ich werde noch von der Mermaid Farbe ein bisschen was in den Hintergrund machen. Das ist ein heller Farbton, der nur blau oder grün schimmert. Da habt ihr den. So einen ganz leichten Schimmer im Hintergrund noch. So ein Schatten hier vom Glas sozusagen. Den seht ihr jetzt so erstmal gar nicht. Aber wenn der gleich trocken ist und ich halte ihn dann sieht man den noch. Mache ich hier so ein bisschen streifenmäßig runter. Und auch den mit dem Grün. Erstmal ordentlich anlösen, weil wir haben ja hier das Grün im Hintergrund, da passt das ganz gut. Mhm. Oh, das wird cool. Das wird cool werden, schimmerig. Sehr schön. Okay, ich lasse es erstmal trocknen, melde mich gleich. So, ihr Lieben, da sind sie, die beiden Werke. Noch ist das Masking Fluid drauf. Das werde ich jetzt mal runterrubbeln. Also ich finde die super. Guckt euch mal an, dieser Schimmereffekt hier auf den Gläsern im Hintergrund. Ich finde, ich bin richtig glücklich damit, wie das bis jetzt geworden ist. Da suche ich gleich noch einen passenden Schriftzug raus und eine Karte. Und dann bin ich ganz gespannt, wie es aussieht, wenn die aufgeklebt ist. Und ja, jetzt rubbel ich hier erstmal hier unten noch das Rubbelkrepp runter. Und dann haben wir hier sozusagen die Glas-Highlights, die weißen Stellen von den Gläsern. Und das macht das Ganze ein bisschen leichter, ne? Schön. Ich bin ganz glücklich. So, jetzt bin ich hier mal gespannt. Auch hier schimmert es richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da in dem Glas lila und blau, also pink und blau. Und ja, gucken wir doch mal, wie es hier geworden ist. Man sieht hier noch ganz zart die Bleistiftränder und das finde ich gut. Das lasse ich so stehen, die mache ich tatsächlich nicht weg. So, erstmal hier runter. So. Sehr schön. Und was ich schön finde, ist tatsächlich, es ist nicht klar gemalt, also nicht mit deutlichen harten Kanten und man sieht trotzdem, dass es Sektgläser sind. Ne? Das finde ich richtig cool. So. Ich glaube, bei dem hier werde ich noch ein Stückchen Karte abschneiden. Muss ich mal schauen, ganz kleines Stückchen, dass es mir mehr noch vermittelt ist. Und ja, ich suche jetzt mal passende Stempel dafür. Das soll zum Abschied sein oder alles Liebe soll draufstehen. Ich muss mal schauen, was ich für Stempel habe und melde mich gleich bei euch wieder. So, ich habe hier für die erste Karte einen schönen Stempel mit besten Wünschen. Ich mache mir den hier in den Easy Stamp hinein. Da oben schön, wie es passt. Ja, klappe den runter, der Stempel bleibt kleben und schwarz wäre mir hier jetzt zu hart gewesen und ich habe mir hier einen lila Farben rausgesucht. Und dann gucken wir doch mal, wie das hier gleich aussieht mit dem lilanen Stempel. Klappe das runter. Einmal ordentlich andrücken. Ja, sehr schön. Das gefällt mir gut. Farblich passend. Sehr schön, glitzerig, mit besten Wünschen.
So, das ist der eine Stempel. Und der andere, da habe ich mir alles Liebe rausgesucht. Der geht hier oben so drüber, in die Mitte einigermaßen. Ich weiß gar nicht, nehme ich da auch das Lila oder was hätte ich noch für eine Farbe? Mal gucken. Das Rot, würde das passen? Bordeaux-Rot, wir gucken mal, wir machen mal eine Mischung. Wir schauen mal. Also ich mache jetzt hier erstmal Bordeaux-Rot drauf. Mal gucken. Da sieht man nicht viel auf dem Stempel, aber gut. Ah, der ist schon ein bisschen dort. Macht ja nichts. So. Nochmal die Farbe. Ah, der ist ein bisschen... Ich guck mal, habe ich noch einen Rotton in frischer? Ach, ich hätte hier... Das eine war jetzt lila, das andere ist so ein blau-lila. Ich glaube, der ist auch nicht schlecht. Da mache ich nochmal so einen ganz kleinen Hauch oben drauf. Und wir gucken mal. Ja. Ja, das sieht doch auch schön aus. Sehr schön. Der ist so leicht verschimmert in die eine und die andere Richtung. Das gefällt mir auch gut. Super. So. Jetzt klebe ich die noch auf und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So, ihr Lieben, da sind sie, die beiden Stücke. Und ich bin absolut happy damit. Wirklich richtig toll geworden. Und tatsächlich, ich denke, das Papier hat diesmal wirklich einen großen Unterschied gemacht. Ich kann euch wirklich nur dieses Papier empfehlen. Wer gerne Karten macht, ich bin absolut begeistert von dem neuen Papier. Und ja, ich finde, sie sind mir sehr schön gelungen. Ich mag sie leiden, so wie sie sind. Ich kann jetzt gerne nochmal die Originale drüber blenden, aber eigentlich möchte ich nicht vergleichen, großartig. Sie haben alles so für sich, wie sie sind, haben sie ihren Liebreiz, ja. Und ja, ich möchte euch einfach nochmal sagen, traut euch ruhig, so verschwommen zu arbeiten. Ja, ich finde, das hat viel mehr Charme, als wenn man ein ganz akkurates Glas malt, ja, mit ganz Stil, also richtig so realistisch, mir fiel das Wort nicht ein, realistisch, ja, sieht irgendwie nicht so schön aus. Ich finde diese Art tatsächlich, man kann erkennen, es sind Gläser, man kann erkennen, es sprudelt, es ist Flüssigkeit drin und ich finde diese Art viel schöner, als irgendwas realistisch zu malen. Für mich, mein Geschmack. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich doch freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, abonniert meinen Kanal, hypt gerne mal ein Video von mir, hilft mir weiter, damit mein Kanal ein bisschen wächst. Und ja, mit den Resten hier werde ich jetzt vielleicht auch noch mal gleich fürs nächste Video eine schöne Blumenkarte machen. Ne? Wäre ja zu schade. Guckt euch die wunderschönen Blumenfarben an. Also freut euch auf einen bunten Blumenstrauß beim nächsten Mal. Ja, dann verbleibe ich mit lieben Grüßen. Macht's gut, eure Melanie.